Schaut doch mal, wie wunderschön der Garten sich entwickelt. Trotz Dürre, trotz Trockenheit. Wir haben halt auch das Glück, dass es zwischendrin immer mal wieder geregnet hat. Und Wasserspeicherung, immer wieder wichtig. Ich weiß häufig darauf hin, aber denkt dran, es wird immer wichtiger. Dann noch ein kleines Update zu meinen Hühnchen. Wie geht's euch? Put, put, put. Ihr Kleinen. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Komm. Ich habe ja Nachwuchs bekommen. Diese zwei hier. Die hat ja Andrea großgezogen im Brutautomat. Musst du jetzt hierher kommen, und die Kleinen verscheuchen? Und zusätzlich brüten noch zwei. Einmal hier, die schwarze. Und einmal eine Mechelner. Schauen wir mal, hast du auch jede Menge Eier unter dir. Sehr schön. Brav bist du. Hier sieht man mal den Unterschied. Mechelner, ganz brave. Und die Schwarzen, die verteidigen schon, was jetzt nicht schlecht ist. Denn so ein Verteidigungsmechanismus ist immer gut. Die sagt, stör mich nicht, ich brüte hier Eier aus. Ist ja gut, ich lass dich schon in Ruhe. Hä? Oh, der Bruder ruft sie jetzt gerade. Es sind Geschwister, beides auch Mechelner. Beide zutraulich. Gehst mit mir eine Runde durch den Garten? Oh, was sehe ich da? Da kommen schon die ersten Zucchini. Du bleibst schön oben. Ja. Hey, du. Hä? Ja. Es hat nämlich mal endlich wieder kurz geregnet. Und das spüren die Pflanzen gleich. Unglaublich. Da kann man so viel gießen, wie man will. Aber wenn es regnet, das macht schon was aus. Das ist ein Zeichen für die Pflanzen, mal wieder einen Wachstumsschub zu kriegen. So viel Trockenheit. So viel Trockenheit, ha? Ja, jetzt dürft ihr wieder zurück. Das schon mal hier. Super. Ja, super. Das ist eigentlich Chefplatz hier oben, gell? Hier übernachtet immer der Hahn. Ja, so groß ist so ein Küken, wenn es so, ja, wie alt wird es jetzt sein? 6 Wochen vielleicht. Da wäre ein Masthähnchen im Supermarkt schon längst geschlachtet. Die werden so mit 4 Wochen geschlachtet. Ist schon sehr früh, finde ich. Und du? Oh ja. Oh ja. Und du darfst leben, hä? Jetzt wird es wieder vereint. Ja, ihr zwei. Das hier ist eine Kletterzucchini, deswegen habe ich ihr hier ein Gerüst gegeben zum Hochklettern. Und die ersten Früchte kann man auch schon sehen. Auch der Mais wächst schon wunderbar. Die Erbsen, dahinter Buschbohnen und die Kartoffeln. Und auch die Stangenbohnen, die haben schon locker die Hälfte vom ganzen Gerüst hier erreicht. Und im Gewächshaus, da binde ich ja meine Honigmelonen immer nach oben an Schnüren. Warum nach oben? Die sollen ja eigentlich hier am Boden entlang ranken, so wie hier. Aber die hätten ganz schnell die Hälfte vom Gewächshaus hier in Beschlag genommen. Deswegen ziehe ich die nach oben. Nach oben hin habe ich jede Menge Platz. Und wenn dann die Früchte kommen, die werden ja nicht allzu groß und allzu schwer. Vielleicht so wie so ein kleiner Handball, sage ich mal. Und wenn es für die Pflanze zu schwer werden sollte, kann ich sie immer noch mit einem Netz und einer Schnur abstützen. Und bei meinen Tomaten mache ich dieses Jahr das erste Mal einen Test. Und zwar ziehe ich alle mindestens zweitriebig dieses Jahr. Ich möchte mal schauen, was hat es für eine Auswirkung auf die Anzahl der Früchte, auf die Größe der Früchte. Und leider habe ich damit natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Hier kann man es schön erkennen. Eintrieb, Zweitrieb bei einer Pflanze. Das Ganze muss ich dann natürlich auch doppelt anbinden. Das Problem dabei, das ich jetzt schon sehe, ist ein Platzproblem. Es wird hier ziemlich dicht werden, ich werde kaum noch durchkommen, aber wir werden mal schauen, es ist ein Versuch. Und immer wieder kommt die Frage, wie bewässerst du denn hier deine Pflänzchen? Ja, Chili, Paprika, Basilikum.
Und natürlich die Honigmelonen, die bekommen alle jede Menge Wasser, denn die brauchen viel. Und wie sieht es bei der Bewässerung eurer Tomaten aus? Die brauchen doch auch viel Nass. Nein, brauchen sie eben nicht. Die lasse ich immer ziemlich trocken stehen. Die kriegen über die Tropfschläuche hier so ein bisschen was. Die bewässere ich nicht extra. Die könnt ihr regelrecht erziehen. Die sollen tief nach unten wurzeln, sollen ihre Nährstoffe und das Wasser tief von unten raufholen. Und wenn ihr wenig wässert, kriegt ihr Tomaten mit viel Geschmack. Probiert's aus, ihr werdet sehen, es hat einen riesen Vorteil. Und der nächste Vorteil ist, ihr habt viel weniger Arbeit. Deswegen Wasser hier wieder wegziehen und so trocken stehen lassen. Oh, und hier noch die Auflösung zum letzten Rätsel. Das hier war natürlich eine Schwebfliege. Wunderschön und nützlich im Garten. Dieser rote Käfer mit den schwarzen Punkten ist ein Ameisen-Sackkäfer. Klar, das wusste jeder, ein Ohrwurm. Hier die Larve eines Marienkäfers, auch unglaublich nützlich. Bei diesem Käfer schaut mal auf die dicken Hinterbeine, echter Schenkelkäfer. Nicht schwer zu erkennen, die Honigbiene. Wer Kohl im Garten hat, der kennt die beiden hier wahrscheinlich auch, die Kohlwanze. Ich habe nach der Schmetterlingsart gefragt, der kleine Fuchs. Und hier habe ich nach der Hummelart gefragt. Man erkennt es an dem weißen Hintern, es ist eine Erdhummel. Wer von euch hatte alle 9 Insekten richtig und hat nicht von anderen abgeschrieben?